Und ich sage hier in aller Deutlichkeit, die Bundesregierung ist mitschuld daran. Und meine Damen und Herren, warum kommen die Flüchtlinge nicht einfach mit dem Flugzeug? So lautet im Moment eine simple Frage, die eine Künstlerinitiative in Berlin diese Tage diese Frage stellt. Die Antwort, weil die EU und die Bundesregierung das verhindern. Fluggesellschaften müssen drakonische Strafen bezahlen, wenn sie Schutzsuchende ohne gültige Visa befördern. Deswegen müssen sich Flüchtlinge zum Teil kriminellen Schleppern und Schleusern ausliefern. Die Künstler vom Zentrum für politische Schönheit haben mitten in Berlin eine Arena mit 4 Tigern aufgebaut und angekündigt, diese Raubtiere würden ab kommenden Dienstag Flüchtlinge fressen. Diese Aktion wird von einigen als zynisch bezeichnet. Die Wahrheit ist aber, nicht die Tiger sind die tödliche Gefahr. Sie sind vielmehr nur ein Symbol für eine tödliche Abschottungspolitik. Das ist der eigentliche Zynismus, den es anzuprangern gilt, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, deswegen fordert die Linke auch in einem Antrag, dass wir endlich legale und sichere Wege brauchen. Dass es Sanktionen gegen Transportunternehmen gehören ersatzlos gestrichen. Ist nur ein Flugzeug, Frau Präsidentin. Nichts, steht nie mal was drauf. Aber trotzdem halten wir hier keine Plakate. Sollte im Grunde genommen symbolisieren, Sie kennen die Geschäftsordnung, dass man legale Wege sehr leicht schaffen kann, indem man nämlich die Sanktionen gegen Transportunternehmen und ersatzlos abschaffen könnte. Dann könnten Flüchtlinge auf die Fähren und in die Flugzeuge steigen, denn sie müssen hier sowieso ein Asylverfahren durchlaufen, meine Damen und Herren. Und von daher würden wir wirklich eine Situation schaffen, dass es keine Toten mehr gibt. Und vor allen Dingen, was ich besonders gut finde, die Schlepperbanden wären arbeitslos. Nicht Krokodilstränen verfließen lassen, sondern tun Sie endlich was. Weil die Westbalkanroute zu ist und weil es die Vereinbarung gibt zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Herr Kollege Frey, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dadelen? Bitte schön. Bitte schön, Frau Kollegin. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass das aufrichtig ist, dass man das Massensterben im Mittelmeer beenden möchte. Und es ist auch schön, wenn es dort Maßnahmen gibt, die dazu beigetragen haben, Flüchtlinge in Seenot zu retten. Und insofern würde ich gerne Folgendes wissen. Wenn es so aufrichtig ist, dass man Menschenleben retten möchte, wäre es dann nicht sinnvoller, mit einer einfachen Maßnahme das zu machen? Nämlich, dass man beispielsweise beim Paragraphen 63 Absatz 3 die Sanktionsregelungen für Beförderungsunternehmen abschafft, damit ein Mensch beispielsweise seine Flucht vor Verfolgung und Krieg insoweit auch machen kann und seinen Schutz bekommen kann, auch nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nach der Genfer Flüchtlingskonvention etc. pp., wenn er einfach ein Flugzeug besteigt, statt Tausende Euro an Schlepperbanden bezahlen zu müssen, die diese Flüchtlinge sogar schlecht behandeln, und dann in Todesschiffe steigen zu müssen, mit dem Risiko, dass man eben gar nicht lebendig ankommt. Das ist doch eine Maßnahme, die möglich wäre und vor allen Dingen weniger kosten würde als alle anderen Programme. Nein, Frau Kollegin Dadelen, das ist aus unserer Sicht keine Möglichkeit. Letzte Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Sanktionsregelungen für Beförderungsunternehmen, insbesondere Flug- und Schiffunternehmen, abschaffen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen angenommen.